Heute will ich mit euch ein Thema betrachten, das vor langer Zeit, fast 2000 Jahre, eingetreten ist. Und zwar, wie wurde aus Pessach Ostern? Eine geschichtliche Hintergrund, wie es dazu gekommen ist, möchte ich mit euch betrachten. Weil es war nicht immer Ostern. Wir wissen ja, dass die Jünger und Jeschua das Passa gefeiert haben. Und von Ostern steht nichts in der Bibel, außer eine falsche Übersetzung, so wie Luther es übersetzt hat. Anstatt Passa hat er Ostern reingeschrieben. Ja, das möchte ich mal mit euch betrachten. Aber zuvor habe ich eine Frage. Angenommen, ihr verkauft euer Haus oder ein teures Auto für Bargeld. Und ihr geht nach Hause und es stellt sich heraus, dass 90% des Geldes, das ihr bekommen habt, ist falsch. Was macht ihr? Ihr seht den Käufer gar nicht mehr. Er ist verschwunden. Was kann man in dieser Situation machen? Zum Bank gehen könnte man machen, aber dann verliert man alles. Es wird beschlagnahmt, du wirst verhaftet. Und ja, man möchte nicht wissen, was danach kommt. Du wirst als kriminell abgestellt werden. Oder man könnte es niemand sagen und schön langsam ausgeben. Keiner weiß, man könnte das Geld loswerden, aber dann bist du doch ein Krimineller. Vorher warst du kein Krimineller, jetzt bist du ein Krimineller, weil du das Falschgeld im Umlauf bringst. Was kann man machen? Überleg mal. Damit möchte ich sagen, wenn du in falscher Religion aufgewachsen bist und du plötzlich herausfindest, dass es falsch ist, was machst du damit? Gehst du zur Bank, zu Gott und sagst, hier habe ich das Falsche empfangen, ab jetzt möchte ich, oder nicht ab jetzt, sondern ich möchte damit nichts zu tun haben. Ja. Hier ist das Falschgeld, nimm es, ab jetzt passe ich auf. Oder du verbreitest es weiter, obwohl du es weißt, dass es falsch ist. Trotzdem gehst du weiter in dein Leben. Du predigst sogar darüber und bringst die Menschen in eine falsche Lage. Wenn digitale Währung kommt, dann musst du es sowieso zum Land bringen. Und eines Tages im Reich Gottes kommt digitale Währung. Währung in dem Sinne, ja. Jede falsche Religion wird aufgedeckt. Jede falsche Glaube wird aufgedeckt. Das nützt nichts. Der Bankier wird nicht sagen, ja gut, ab heute ist es gültig. Das geht nicht. Also, deswegen finde ich es
jetzt ganz wichtig, dass man das, was man glaubt, nachforscht, ob es überhaupt bibelgerecht ist. Wenn es nicht nach Bibel ist, muss man es weglassen. Oder? Aus passen wir Ostern. Wenn Ostern der wichtige christliche Feiertag ist, warum wurde es in Kirche der ersten 300 Jahre nicht gefeiert? Weil man weiß es nicht. Ja, viele wissen es nicht. Wenn man es nicht forscht, man kennt die Geschichte nicht, dann weiß man es nicht. Und dann wächst man mit solch einem Glaube auf. Wieso eigentlich Ostern? Zweite Bibel. Was ist das für ein Name? Der Name Ostern ist eigentlich von dem Namen der antiken Göttin abgeleitet. In Europa war dies Ostara, die Göttin des Frühlings. Die Phönizier nannten sie Astarte und die Assyrer und Babylonier nannten sie Istar. Tatsächlich klingt die assyrische Aussprache ihres Namens genau wie Istar, das englische Wort für Ostern. Also wir sehen, dass Ostern eine heidnische Hintergrund hat. Und zwar eine Frühlingsfest. Es war ein Frühlingsfest und ja, man hat gesehen, dass draußen die Bäume blühen und die Blumen blühen und man hat sich gefreut, damit man wieder, wenn man etwas in Erde tut, dass es wächst und wir haben Nahrung. So war diese Feier dann eingeführt und die Menschen haben sich gefreut. Und nicht nur das, es war auch eine Fruchtbarkeitsgöttin, diese Ostara, diese Göttin Ostara. Was das mit Bibeln zu tun hat, weiß ich nicht. Warum hat Ostern im Gegensatz zu Weihnachten kein festes Datum? Ostern geht nach Mondkalender und nach der Tag-Nacht-Gleiche. Im Frühjahr, wenn Frühling anfängt, der Tag ist gleich lang wie Nacht. Und deswegen hat man so entschieden, dass diese Feier damals nach diesem Datum stattfindet. Also Ostern kann von 22. März bis 25. April stattfinden. So hat es die Konzil von Nicäa im Jahr 325 entschieden. Diese Ostern, diese Fruchtbarkeitsfest, hat man schon mindestens 1000 Jahre vor Christus gefeiert. Es gibt archäologische Funde mit diesen Aufschriften Ostara und Ishtar in Assyrien und so. Also das ist bewiesen, dass es nicht nach Messias stattgefunden hat. Also, dass es so eingeführt ist, nach Jeschua. Ja, und so haben diese Menschen, die sich frisch bekehrt haben zum Christentum, haben so eine Parallele gesehen, in dem
dass Jeschua auferstanden ist und neue Hoffnung gegeben hat, so wie die Natur dann auferweckt wurde und neue Früchte gebracht hat, so hat man diese Parallele gezogen. Und so hat man es wieder in die Gemeinde eingeführt. Aber diese Entscheidung ging nicht ohne Schwierigkeiten. Das Römische Reich war ja riesig. Es war ein Oströmisches Reich und ein Weströmisches Reich. Die Gemeinden im Weströmischen Reich haben das eingeführt. Also da gab es kein Problem, dass die das annehmen. Aber im Oströmischen Reich ging es nicht so einfach. Also heutige Türkei. Und wir lesen in Offenbarung auch über diese Gemeinde. Über die Weströmische Reich lesen wir nichts in der Bibel. Also es ist bewiesen, dass die Christen Passa feierten. In seinem Buch The Primitive Church schreibt Maurice Bourgeois, die Christen jüdischer Herkunft feierten weiterhin die jüdischen Feste, insbesondere das Passafest. Also wie gesagt schon im Matthäus-Evangelium, Markus und Lukas und Johannes, wir sehen, dass Jeschua mit seinen Jüngern Passa gefeiert hat. Mal bitte nächste. Also ich möchte mal die Kirchengeschichte ein bisschen betrachten. Da ist ein mit Namen Eusebius von Caesarea, der die Kirchengeschichte geschrieben hat. Er war ein Historiker, ein Theologe, Geschichtsschreiber. Seine Werke bilden in der wichtigsten Quellen die frühe Kirchengeschichte. Eusebius wird daher als der Vater der Kirchengeschichte bezeichnet und zu den Kirchenvätern gezählt. Der also Eusebius bestätigt in seiner Kirchengeschichte, dass Jerusalem nacheinander 15 Bischöfe hatte, bis Hadrian die Stadt Jerusalem in 135 zerstörte. Sie alle hatten hebräische Herkunft und haben getreu die Anweisung Jeschuas gefolgt. Und haben das Passa am 14. Nisan, so wie es geschrieben steht, gefeiert. Aber der Weg gaberte sich in das Römische Reich unter die Gemeinde. Das Oströmische Reich hat sich nicht so schnell gebeugt, dem Weströmischen Reich. Also der Bischof Polycarp von Smyrna, das ist, man sagt, er war ein Jünger des Apostel Johannes. Und er hat die Gemeinde in Smyrna geleitet.
war von 69 bis 154 in Gemeinde von Smyrna, war er Bischof. Das ist heutige Türkei, in Izmir. Der Name Polycarp bedeutet der Vielfruchtbringende. Er wird auch Zerstörer der heidnischen Götter genannt. Dieser sei von Apostel Johannes kurz vor der Tod zur Regierungszeit Trajans 98 bis 117 unterrichtet und zum Bischof von Smyrna eingesetzt worden, nachdem Johannes gestorben ist. Der Bischof von Smyrna, Polycarp, hat traditionell Ostern gefeiert, so wie es Johannes ihm wiedergegeben hat. Pessach gefeiert, so wie Johannes ihm wiedergeben hat. Märtyrer des Polycarps. Ich lese euch ein Zitat von diesem Ausschnitt. Als Bischof von Smyrna traf sich Polycarp 155 in Rom mit Alcentius, dem Bischof von Rom, und fragte zum Osterndatum zu klären. Die östliche Kirche feiert den Ostern am jüdischen Passafest, egal auf welchen Wochentag dies fiel. Quattro Decimale nannte man sie auch von 14. Die westliche Kirche feiert den Ostern dagegen am ersten Sonntag nach dem Passafest. Der Osterfrist wurde damals noch nicht beigelegt. Beide Seiten behielten ihre Praxis bei, brachen darüber aber nicht den Kirchenfrieden. Bei seiner Rückkehr wurde Polycarp, also er ist nach Rom gereist mit 80 Jahren. Er war schon ein alter Mann, aber er hat es für wichtig gefunden, dass er nach Rom reist und diese Sache klärt. Weil die Gemeinden wurden dann langsam mehr und mehr unter Druck gesetzt, dass sie Passau verlassen und Ostern einführen. Das war Polycarp nicht egal. Also, und dann bei seiner Rückkehr wurde Polycarp verhaftet. Er stand zu seinem Glauben und auf der Aufforderung des Proconsuls Quadratus hin, das Christentum zur Verleugnung, bot er ihm sogar noch einen Termin zur Unterweisung im Christentum glauben. Also diese Proconsul Quadratus hat ihm sogar angeboten, eine Unterweisung über Christentum. Ist ja herrlich, oder? Schließlich wurde er zur Volksbelehrung, also er wurde verhaftet und dann das Christentum zu verleugnen, bot er ihm sogar noch einen Termin zur Unterweisung im christlichen Glauben an, falls er Interesse daran habe. Schließlich wurde er zur Volksbelustigung im Zirkus vorgeführt. Der Prokonsul weigerte sich, Polycarp von Tieren zu zerfleischen zu lassen, weil dieser Programmpunkt bereits beendet sei. Also man weiß ja, dass früher man die Christen vor die Raubtiere geschmissen hat, Löwen und so.
um zu zerfleischen, wenn sie nicht von ihrem Glauben abgesagt haben. Das hat man mit Polycarp aber nicht getan, weil es schon Aufseherprogramm war. Aber dafür hat man ihn verbrannt. Ich lese mal weiter. Das Volk nahm dies umgehend in die Hand. Inmitten des johlenden Menge wurde der 86-Jährige auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Der Legende nach konnte die Flamme ihm nichts anhaben. Ein Wohlgeruch stieg vom Scheiterhaufen auf. Schließlich musste man Polycarp mit einem Dolch erstechen. Also anstatt ihn zu zerfleischen, hat man ihn dann lebendig verbrannt. Aber anstatt dass er verbrannt, ist so ein Wohlgeruch aus dem Scheiterhaufen gekommen. Das hat sie natürlich gestört und dann hat man ihn mit einem Dolch erstochen. Und so ist er gestorben. Also man sieht die wirkliche Gesicht des Feindes. Mit was für Mitteln er umgeht, um seine falsche Religion einzuführen. Also das nächste Mal, wenn ihr Ostern feiert, denkt daran. Es ist mit Blut verbunden. Wasser ist auch mit Blut verbunden, aber mit Blut von unserer Yeshua. Aber Ostern mit Martyrersblut. Es ist traurig, dass heutzutage man es so einfach annimmt. Ja? Obwohl es nicht in der Bibel steht und wir könnten die Geschichte wissen, wenn wir wollten. Heutzutage gibt es im Internet so viel Information. Man könnte es wirklich herausfinden. Aber für manche ist es egal. Sage nicht, tu es für Gott. Und Gott damit zufrieden ist. Denk mal nach. Und dann, wir wissen ja, da waren dann schon Päpste und einer von denen, Papst Viktor, im Jahre 197 beschloss, Papst Viktor für Einheit in der Feier des Osterfestes zu sorgen. Und die Quartodecimaner, also das ist der 14., es kommt vom 14. Nisan, die haben denen diesen Namen gegeben, die wo Pessach gehalten haben, Quattrodecimaner, also die 14. Quattrodecimaner zu bringen, sich der allgemeinen Praxis der Kirche anzuschließen, heißt es in katholischen Enzyklopädie. Deshalb schrieb er an Bischof Polykrates. Polykrates war ein Jünger von Polycarp. Nachdem er den Martyrtod gestorben ist, Polykrates war Bischof. Nicht von Ephesus, aber nicht von Smyrna, aber von Ephesus. Er war sozusagen diese regionale Leiter. Die Gemeinden, die haben ja so eine Verbindung miteinander gehabt. Und diese Polycarp und Polykrates waren so eine, schätze ich mal, so eine Hauptpastor, Bischöfe.
Deshalb schrieb er an Bischof Polykrates von Ephesus und veranlagte, dass dieser die Bischöfe der Provinz Asia zusammenrief, um das Problem mit ihnen zu besprechen. Also man hat Polykrates angewiesen, redet man mit die Gemeinde dort, dass sie auf Ostern umsteigen. Ja. Polykrates 122 geboren, 196 war er Bischof von Ephesus. Seine Amtszeit beginnt vermutlich im Jahr 161 und dauerte bis zu seinem Tod, der je nach Quelle auf das Jahr 192 oder 196 datiert wird. Und Polykrates schrieb einen Brief diesem Papst Viktor, den möchte ich euch vorlesen. Eusebius, wir wissen ja, er war der Kirchenhistoriker, und der schreibt über diesen Brief. Eusebius zufolge antwortete Polykrates mit einem Brief an den Papst und die Kirche Roms, in dem er die überlieferte Tradition darlegte. Was uns betrifft, so halten wir uns ohne Abstriche an diesen Tag, ohne was hinzufügen oder wegzunehmen. Denn in Asia ruhen große und leuchtende Gestalten, die am Tag der Wiederkunft des Herrn auferstehen werden, wenn er in Herrlichkeit vom Himmel kommen und alle seine Heiligen voraussuchen wird, wie Philippus, einen der 12 Apostel, und dann Johannes, der an der Brust des Herrn lag, und in Smyrna ist Polycarp, Bischof und Märtyrer. Sie alle hielten den 14. Tag des Monats als den Beginn des Passafestes im Einklang mit dem Evangelium und wichen nicht im geringsten ab, sondern folgten dem Gebot des Glaubens. Als letzter handle auch ich, Polykrates, der Geringste unter euch allen, nach den Traditionen meiner Familie, ein Nachfolger einiger deren Mitglieder, denn 7 von ihnen waren Bischöfe und ich bin der 8. Und meine Familie beginnt immer den Tag, wenn die Leute den Sauerteig wegschaffen. Darum fürchte ich, meine Freunde, mich nicht vor Drohungen, bessere als ich haben gesagt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29. Also, wir sehen, dass er sich dagegen gesetzt hat. Er hat gesagt, ich fürchte mich vor niemandem. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt möchte ich von Offenbarung, 2. Kapitel, da sind ja die 7 Gemeinden und unter dem ist auch die Gemeinde von Smyrna. Was da überhaupt steht über Smyrna, wo Polycarp Bischof war. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deinen Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie sind Juden oder Christen. Und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Also die westliche Kirche. Eine Synagoge des Satans. Fürchte nicht von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Man weiß nicht, wie lange das ging, tatsächlich 10 Tage oder 10 Jahre. Die Bibel
schreibt er manchmal ein Tag wie ein Jahr. Sei dir treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Also jetzt, wo ich das gelesen habe, ist mir das klar geworden. Jetzt kann man diesen Abschnitt richtig verstehen. Diese Gemeinde in Smyrna hat ein Drangsal, ist durch Drangsal gegangen. Manche hat man getötet, so wie den Polycarp. Manche hat man im Gefängnis gestellt. Aber was sagt Jeschua zu denen? Haare aus. Er hat nicht gesagt, mach einen Kompromiss, sondern Haare aus. Ja, und ich kann das nächste Folie machen. Und dann wissen wir ja, das ist mehr bekannt, dass Konstantin als Kaiser eingesetzt wird, im 313. Im Jahre 313 ließ er in Mailand eine Proklamation verkünden, die als Mailänder Edikt bekannt wurde. Was schreibt er da? In einem Brief an alle in Gemeinden Gesandten Reich, die nicht am Konzil von Nicäa teilgenommen hatten, schrieb Konstantin über die Feier des Osterfestes. Es schien ein unwürdiges Ding, dass wir in der Feier dieses heiligen Festes der Praxis der Juden folgen sollten. Lass uns denn nichts gemeinsam haben mit dem abscheulichen jüdischen Haufen. Es ist überaus angebracht, dass alle darin zusammenstehen, jede Beteiligung am meineidlichen Verhalten der Juden zu vermeiden. Schreibt das ein geisterfüllter Kaiser oder ein hasserfüllter Kaiser? Eusebius, der die Kirchengeschichte geschrieben hat, zitiert Konstantin sehr starke antisemitische Aussagen. Es erscheint als eine unwürdige Sache, dass wir bei der Feier dieser heiligsten Feste, er meint Ostern, den Juden folgen sollten, die ihre Hände auf unheilige Art mit enormen Sünden beschmutzt haben und deshalb zu Recht mit Blindheit der Seele geschlagen worden sind. Lass uns mit diesem abscheulichen Haufen nichts gemeinsam haben, denn wir haben von unserem Erlöser einen anderen Weg bekommen. Ich wundere mich, wer der Erlöser war. Wasser wird weiterhin gefeiert, die ostöstliche Teil bleiben treu, westliche Teil ist schon lange unter Verfall. Und dann nach dem Konzil von Nicäa schreibt Konstantin wieder einen Brief.
gottlosen Wurzel des Osterfestes zeigen auch diese Zitat wieder von Konstantin. Es wurde von vornherein als ungebührend angesehen, den Gebräuchen der Juden bei diesem heiligen Fest zu folgen, weil ihre Hände mit Verbrechen befüllt. Der Sinn dieser elenden Menschen notwendigerweise verblendet sind. Lass uns daher nicht mit den Juden zu tun haben. Sie sind unsere Feinde. Jeden Kontakt mit diesem bösen Weg vermeiden, die, nachdem sie den Tod des Herrn herbeigeführt haben, außer sich sind und nicht durch Verstand geleitet werden, sondern durch zügellose Begierde, wohin auch immer sie ihre innewohnende Verrücktheit führen. Ein Volk so völlig verkommen. Daher muss dieser Verstoß korrigiert werden, damit wir mit dessen Vatermörder und Mörder unseres Herrn nicht mehr gemein haben. Keinen einzigen gemeinsamen Punkt mit den Meineiden der Juden. Gerade diese Mörder beschuldigt die anderen als Mörder. Konstantin war ja ein Muttermörder und er beschuldigt die Juden als Vatermörder. Er redet von sich. Was sagt die Bibel dazu? Im 3. Mose, 10. Kapitel. Lesen wir. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremde Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie. Und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagte zu Aaron: Dieses ist es, was der Herr gerade geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganz Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Also wir sehen hier frisch eingesetzte Priester Aarons. Zum ersten Mal sollten sie dienen. Irgendwie haben sie ein fremdes Feuer gebracht. Was es genau ist, steht nicht geschrieben. Wie sie dieses fremde Feuer gebracht haben oder woher sie das hatten. Was Gott dazu gebracht hat, diese 2 Menschen zu töten. Manche sagen, die waren betrunken. Mag sein. Oder die haben diese wohlriechende Düfte, nicht das, was es sein sollte, gebracht. Mag es auch sein. Habe ich nachgedacht, so, was im Internet so geschrieben ist, was es für Meinungen da gibt. Also, man sagt, die waren berauscht. Aber mich überzeugt es nicht so sehr. Wenn ich die Namen dieser 2 betrachte, was sie bedeuten, dann heißt Nadab liberal, so.
Monstrans angegeben. Liberal, freimütig, so halt nicht so streng, kann man sagen. Und Abihu bedeutet aber, unser Vater ist der Abihu, nicht aber, Abihu. Hu ist er, Vater, Abi, mein Vater. Mein Vater ist er. Wenn man diese zwei Namen als einen Satz zusammenlegt, was kriegt man heraus? Ja. Oder liberaler Vater ist er. Wer war liberal? Wer ist ein Vater? Ist ein Vater ein Liberaler, dem es egal ist wie? Oder ist ein Vater Jahwe, der es angegeben hat, wie man es macht, wie du den Opfer bringen solltest? Gott war es nicht egal. Man kann ja sagen, die sind das erste Mal im Dienst. Hallo, was kannst du von ihnen verlangen? Du kannst ja nicht verlangen, dass sie jetzt perfekt sind. Könnte man sagen, könnte Aaron sagen, oder Mose zu Gott. Man kann nicht Gott nähern, wie man will. So hat Mose gesagt. Davon rede ich. Und Mose sagte zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat. Das ist es, was der Herr geredet hat. Er ist nicht ein Gott, der liberal oder Chaos. Er hat Richtlinien. Wenn du zu ihm kommen willst, musst du dich dazu halten. Wie kann ich mich Gott nähern? Jakobus 4,8 steht. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und läutert eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Im Hebräer 11,6 steht geschrieben, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn ernstlich suchen, ein Belohner wird. Ohne Glauben kannst du Gott nicht nahen. Wenn du glaubst, dass es Gott gibt, dann glaube auch, dass er das, was er gesagt hat, wahr ist. Gehe nicht nach deinem Verstand und nach deinem Herzen. Wenn Gott gesagt hat, heilige den Sabbat, dann heilige ihn. Was? Amen. Ist doch nichts
dabei. Gott gesagt hat, du sollst den Wasser so heiligen, dann heilige ihn so. Was habe ich davon? Vor den vergangenen Tagen habe ich meine Mahlzeit gegessen. Meine Kollege sagt zu mir, was nützt dir das? Sag ich was? Ja, dass du jetzt Wasser isst. Ein woher lang. Ich überlege, ja, was nützt mir? Eigentlich weiß ich nicht, was es mir nützt. Aber ich bin gehorsam. Es ist ganz einfach. Gehorsam. Was es nützt, was es nicht nützt, who cares? Wen interessiert es? Was nützt uns, dass wir jeden Sabbat uns versammeln? Was nützt es? Sind wir besser als die wohl Sonntag sich verteilen? Kann ich nicht sagen. Aber zumindest kann ich sagen, Gott, in deinem Wort steht Sabbat und ich habe es geheiligt oder versucht es zumindest. Aber wie kommt der andere und sagt, ja, Konstantin hat gesagt, ja, wer ist Konstantin? Ja, aber die ganze westliche Kirche hat es so, warum nicht hast du nach Osten geschaut? Man kann nicht sagen, was es nützt. Gehorsam ist alles. Zweite Mose 19, 22 steht geschrieben. Dazu die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettert. In Malachi 2,7. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde das Gesetz sucht. Denn er ist ein Engel des Herrn oder ein Bote des Herrn. Was machen wir daraus? Was machen wir mit unserer Falschheit? Das ist schwierig. Denn es ist viel Geld. Wir haben 40 Jahre oder 50 oder 60 gesammelt. Ganze Vermögen geht hin, kann man denken. Ja, aber es ist noch immer besser, wie im Gefängnis zu landen. Ich weiß nicht, wie lange ich da war.